Ich werde oft gefragt, was ich als Modedesignerin alles mache. Und viele möchten von mir wissen, was braucht man, um ein Modedesigner oder eine Modedesignerin zu sein. Ich zeige dir heute, welche Skills du brauchst, um ein Modedesigner oder eine Modedesignerin zu werden. Was macht eine Modedesignerin oder ein Modedesigner? Sie entwerfen und gestalten Mode und Accessoires. Leider ist der Begriff Modedesigner oder Modedesignerin nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen. Deswegen seht ihr auch, dass Frau X, Herr Y, alle sind Modedesigner und alle entwerfen, alle machen Mode. Aber okay, was brauchst du jetzt, um eine gute Modedesignerin zu sein? Und darauf kommt es an. Ich finde, eine gute Modedesignerin braucht an erster Stelle Leidenschaft. Du brauchst Leidenschaft für das, was du tust. Du brauchst Leidenschaft für Farben, Leidenschaft für Stoffe. Du musst wissen, wenn du was siehst, ja, dafür brennen. Ja, du musst jemand sein, der wirklich Tag und Nacht darüber nachdenkt. Da kommt schon das Zweite. Kreativität. Kreativität heißt nicht, dass man einmal im Monat oder ein paar Mal im Jahr irgendwelche tolle Ideen hat. Die hat jeder Mensch. Irgendwann mal eine tolle Idee, mal irgendwas zu nähen, zu gestalten, umzunähen, umzuwandeln. Ja? Eine Modedesignerin oder ein Modedesigner muss das ständig haben. Du bist ständig kreativ. Wenn du im Restaurant sitzt, beobachtest du die Menschen. Was haben sie an? Momentan gibt es weniger, aber normalerweise. Momentan bin ich viel online und schaue mir die Modenschauen online an oder Zeitschriften oder in alten Filmen, neuen Filmen, Kostüme, ja, egal in welchen Filmen, ob es Kinderfilme sind, ob es ganz alte Filme sind, ja, ein Modedesigner oder eine Modedesignerin sammelt Inspiration. Das heißt, die Kreativität muss ja auch gefüttert werden. Du sammelst ständig Inspiration, um deine Kreativität zu füttern. Das Dritte, was du als Modedesigner brauchst, ist natürlich Zeichenskills. Das heißt jetzt nicht, dass du malen musst wie Picasso oder sonst wer, ja? Aber du solltest schon deine Ideen, die du im Kopf hast, auf Papier bringen können. Du bist derjenige, der dem Schneider oder dem Produktionsteam zeigt, was gemacht werden muss. Also sollst du das, was du als Idee, als kreative Eingebung hast, auf Papier bringen können. Du brauchst unheimliche Vorstellungskraft. Ja? Das heißt, wenn ich losgehe und einen Stoff kaufe oder nach Stoffen suche und nach neuen Ideen suche, wenn ich den Stoff sehe, muss ich wissen, was ich aus diesem Stoff machen kann. Wenn ich die Zeichnung auf Papier bringe, muss ich mir genau vorstellen können, was aus diesem Stoff und dieser Zeichnung am Ende entsteht. Also ich muss wissen, ist das ein Stoff, der dann absteht? Ist das ein fließender Stoff? Was möchte ich vermitteln mit meinem Design? Was möchte ich rüberbringen? Das heißt, die Vorstellungskraft, die du hast, muss sehr, sehr stark sein, um das wiederzugeben, was du gezeichnet hast. Handwerkliches Geschick. Was heißt das? Das heißt jetzt nicht, dass du es nähen musst wie ein Meister oder Schneider oder dass du drapieren musst wie ein Drapierkönig. Nein, aber du solltest Ahnung haben von Nähen, du solltest eine Basic haben von Nähen. Du solltest wissen, dass das, was du gezeichnet hast, auch machbar ist.
Das ist wichtig, weil du musst dem Schneider sagen oder deiner Direktrice sagen und erzählen, dass es funktioniert. Weil wenn du es nicht weißt als Modedesigner, dann kann der Schneider oder die anderen machen, was sie wollen und du kannst nichts dagegen tun. Das heißt, ich kann nähen, ja, ich brauche vielleicht für einen Rock einen halben Tag länger als ein Schneider, aber ich weiß genau, was ich tue und ich weiß genau, was möglich ist, da ich diejenige bin, die das designt und den Schnitt macht. Also brauchst du handwerkliches Geschick. Genauso gut ist es schon, wenn du strickst oder häkelst, ja. Das heißt, du weißt dann, wenn du einen Pulli designst, wie es aussieht mit diesem speziellen Garn, die du ausgesucht hast. Das heißt, du musst schon ein handwerkliches Geschick haben, ja. Weil Modedesign ist nicht nur die Zeichnung auf dem Papier, sondern auch das Resultat. Ja, Valentina. Sechstens, Präsentationstalent. Wir sagen bestimmt viele von euch, die nicht gerne reden, oh mein Gott, was, wie, und auf der Bühne stehen, aber ja, auch das musst du können. Weil je nachdem, ob und egal, wo du arbeitest, ob du selbstständig arbeitest, ob du in einer kleinen Firma arbeitest, ob du für einen großen Konzern arbeitest, du musst immer am Ende deine Arbeit präsentieren. Und egal, wo du arbeitest, das, was du gemacht hast, wird am Ende präsentiert. Bist du irgendwo angestellt, musst du das dem Team präsentieren, den Chef präsentieren. Und je nachdem, wo du arbeitest, musst du vielleicht sogar den Einkäufern präsentieren, ja? Oder ein größeres Publikum präsentieren. Du musst deine Kollektion präsentieren, so dass alles akzeptieren. Und das siebte ist, du brauchst ein Verkaufstalent. Das heißt, du musst deine Kollektion so präsentieren und verkaufen, dass die Gegenüber begeistert sind, es dir abnehmen, was du da entworfen hast und letztendlich auch kaufen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne einen zweiten Teil haben wollt und weitere Informationen darüber haben wollt, lasst einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, ja, und nicht vergessen, immer wieder aufstehen, die Krone richten und weitergehen. Run your world with Misé.